Im majestätischen und kalten Altegebirge Russlands lebt eine Schneeleopardenmutter mit ihrem Jungen friedlich zwischen den steilen Klippen. Jeden frühen Morgen bedecken der heulende Wind und der fliegende weiße Schnee den gesamten Raum und erzeugen ein wildes, aber äußerst raues Bild. Schneeleopardenmütter mit dickem Fell und aufwendig gemusterten Flecken verstecken sich geschickt zwischen den Felsen, um Raubtieren und der Neugier der Menschen zu entgehen. Schneeleopardenjunge sind klein, aber schlau. Sie sind immer neugierig auf alles um sie herum und möchten von ihrer Mutter unbedingt das Jagen lernen. Im Winter führten starke Schneefälle dazu, dass die Nahrungsmittel zunehmend knapp wurden. Jedes Mal, wenn sie auf Nahrungssuche war, führte die Schneeleopardenmutter ihr Junges durch die gewundenen Pfade und knurrte ins weiße Tal hinunter. Obwohl das Leopardenjunge noch jung ist, hat es einen starken Jagdinstinkt und versucht stets, jede entscheidende Bewegung seiner Mutter nachzuahmen. Sie müssen oft rutschige Hänge überqueren, wo ein falscher Schritt zum Sturz in den Abgrund führen kann. Die geschickten Beine der Leopardenmutter sind mit dem unwegsamen Gelände bestens vertraut und so führt sie ihre Jungen stets sicher über alle Hindernisse. Eines Tages, als Mutter und Sohn beschlossen, tiefer in das unbekannte Gebiet vorzudringen, um mehr Nahrung zu finden, schneite es immer noch heftig und bedeckte alle Spuren der Jagdfallen. Hier stellen böse Jäger oft Eisenfallen auf, um seltene Tiere zu fangen. Die Schneeleopardenmutter ist sehr wachsam, doch der Hunger und die Verantwortung, ihren Jungen das Jagen beizubringen, treiben sie dazu, sich hinauszuwagen. Das Junge blickte sich ängstlich um, ohne zu wissen, dass überall eine Gefahr lauerte. Plötzlich ertönte ein lautes Schlagen, woraufhin das Junge überrascht zurücksprang. Die Leopardenmutter trat auf eine scharfe Eisenfalle, deren Klammer mit schrecklicher Kraft um ihren Hals schnappte. Das schmerzhafte Stöhnen der Leopardenmutter hallte durch die Berge und Wälder und zerriss die kalte Luft. Das verängstigte Junge rannte umher und wusste nicht, was es tun sollte, um seine Mutter zu befreien. Die Falle wurde aufgehängt und zog sich zu, was die Leopardenmutter zu verzweifeltem Kampf zwang. An seinem Hals bildeten sich tiefe Schnitte, Blut sickerte in kleinen Tropfen heraus und vermischte sich mit dem weißen Schnee. Das in Panik geratene Leopardenbaby rieb sich am Bein seiner Mutter, schrie kläglich und hoffte, dass sie aufwachen würde. Jede Bewegung der Leopardenmutter ließ die Kette jedoch stärker ziehen, was ihr große Schmerzen bereitete. Die Zeit verging langsam, während der kalte Wind wie Salz in die Wunde wehte. Nach etwa 2 Stunden Kampf war die Leopardenmutter fast erschöpft, das Blut an ihrem Hals war geronnen, aber die Wunde nässte noch. Obwohl das Leopardenbaby vor Angst zitterte, leckte es noch immer ängstlich die Wunde seiner Mutter, in der Hoffnung, den Schmerz zu lindern. Es merkte jedoch schnell, dass es hilflos war, weil die Eisenfalle zu eng und scharf war. Inmitten ihrer Verzweiflung erinnerten sich die Jungen an einen Mann, der früher am Waldrand lebte und ihnen Futter gab, wenn der Schnee zu hoch lag. Es rannte von der Falle weg und durch die gewundenen Pfade, um das vertraute Holzhaus zu finden. Das Junge blickte beim Gehen immer wieder zurück, aus Angst, seine Mutter aus den Augen zu verlieren, aber es wusste, dass es sie um jeden Preis schnell retten musste. Das Holzhaus erschien verschwommen im dichten Schnee. Das Junge näherte sich der Tür, kratzte ununterbrochen mit seinen Krallen am Holz und gab dabei drängende Geräusche von sich. Drinnen saß ein Mann namens Iwan an einem warmen Feuer und trank heißen Tee, um die Kälte abzuwehren. Iwan hörte ein seltsames Geräusch vor der Tür, stand schnell auf, nahm die Öllampe und ging in den Flur hinaus. Vor ihm stand ein zitterndes Schneeleopardenjunges mit panischen Augen und stöhnendem Maul. Iwan erkannte, dass es der Leopard war, der oft mit seiner Mutter auf Nahrungssuche kam, wenn der Schnee zu stark war. Das Junge wich zurück und weinte leise, als wolle es Iwan sagen, dass etwas dringend sei. Aufgrund seiner langjährigen Erfahrung in den Bergen war Iwan klar, dass etwas Schlimmes passierte. Er sammelte schnell einige medizinische Instrumente und Zangen zusammen und packte sie alle in einen alten Rucksack. Iwan zog einen dicken Pelzmantel an, schloss die Tür fest und folgte dem Schneeleopardenjungen in den tiefen Wald. Das Junge rannte und drehte den Kopf, als hätte es Angst, dass Iwan mit seiner Geschwindigkeit nicht mithalten könnte. Im schwachen Mondlicht folgte Iwan den flinken Beinen des Jungen, sein Herz war voller Sorge. Der Waldweg war kurvenreich und mit Eis und Schnee bedeckt, doch Iwan fuhr tapfer fort, das in Lebensgefahr befindliche Tier zu retten.
Der Wind blies stark, kalte Böen schlugen ihm ins Gesicht und ließen ihn schwer atmen. Schließlich, nach etwa einem Kilometer, blieb das Junge stehen. Iwan hob die Öllampe und sah einen herzzerreißenden Anblick. Eine Schneeleopardenmutter war in einer schrecklichen Eisenfalle gefangen. Die Falle hing um den Hals der Leopardenmutter, ihr Fell war mit Blut durchtränkt und gefror in der bitteren Kälte. Das Junge rieb sich am Bein seiner Mutter und winselte, als wolle es ihr mitteilen, dass es Iwan gefunden hatte. Iwan kam langsam näher, sein sanfter Blick beruhigte seine verängstigte Mutter. Er berührte den Kopf der Leopardenmutter und ließ sie seine Wärme und guten Absichten spüren. Die Leopardenmutter knurrte leise, sowohl vor Schmerz als auch aus Vorsicht, aber ihr war auch klar, dass Iwan kein schlechter Kerl war. Mit traurigen Augen sah die Leopardenmutter Iwan an, als würde sie um Hilfe betteln. Iwan legte die Öllampe beiseite, setzte sich, öffnete seinen Rucksack und holte die Zange heraus. Er beobachtete die Klammer aufmerksam und versuchte, einen Weg zu finden, sie zu entfernen, ohne der Leopardenmutter noch mehr Schmerzen zuzufügen. Augenblicklich nutzte Iwan seine ganze Kraft, um den Eisendrahtkern festzuhalten und die gefährliche Klammer der Falle zu durchtrennen. Aufgrund des plötzlichen Schmerzes brüllte die Leopardenmutter laut auf, was Iwan erschreckte. Doch schließlich sprang die Falle auf und fiel mit einem kalten Klappern in den Schnee. Die Leopardenmutter fiel auf die Knie. Ihr Hals blutete noch immer und zeigte tiefe Wunden. Iwan holte sofort Watte und Desinfektionsmittel heraus und wischte das Blut sorgfältig ab. Das Junge saß in der Nähe und beobachtete ängstlich jede Bewegung von Iwan. Jedes Mal, wenn er die Wunde berührte, stöhnte die Leopardenmutter leise und ihr ganzer Körper zitterte vor Kälte und Schmerz. Iwan versuchte, ruhig zu bleiben, während er die Wunde Stück für Stück reinigte und verband, um die Blutung zu stoppen. Der Nachtwind blies ihm ins Gesicht, doch Iwan kümmerte sich nicht mehr um die Kälte. Schließlich zog er den Verband fest und rieb sanft den Kopf der Leopardenmutter, um ihr zu signalisieren, dass er fertig war. Die Leopardenmutter schloss sanft ihre Augen, als würde sie erleichtert aufatmen, weil sie von den schrecklichen Schmerzen befreit war. Das Junge berührte Iwans Wange mit seiner Schnauze, als wolle es auf seine eigene Schneeleopardenart seine Dankbarkeit ausdrücken. Iwan trat ein paar Schritte zurück, um der Schneeleopardenmutter und ihrem Jungen etwas Platz zu geben. Es schneite immer noch, weiße Flocken bedeckten den gesamten Wald und löschten alle Spuren des Chaos aus. Die Leopardenmutter rappelte sich auf, versuchte, das Gleichgewicht wieder zu erlangen, und sah Iwan mit sanftem Blick an. Als liebevolle Ermutigung legte sich das Leopardenbaby vorsichtig an die Seite seiner Mutter. Iwan verstand, dass es für die Schneeleoparden an der Zeit war, in den tiefen Wald zurückzukehren, wo sie hingehörten. Er nickte und seine Lippen verzogen sich zu einem sanften Lächeln, in der Hoffnung, dass sie sich bald von diesem Vorfall erholen würden. Die Leopardenmutter und ihr Kind machten ein paar Schritte, immer noch taumelnd, aber entschlossen, wegzugehen, bevor der große Schneesturm losbrach. Als sie gerade unter dem Baum verschwinden wollten, blieben sie stehen und drehten ihre Köpfe zu Iwan, als wollten sie ihm danken. Iwan hob die Hand und winkte sanft. Sein Herz war erwärmt bei dem Wissen, dass er das Leben eines seltenen Tieres gerettet hatte. Er wusste auch, dass es nachts stärker schneien würde und er nicht zu lange im Wald bleiben konnte. Nachdem die Schneeleopardenmutter und ihr Kind verschwunden waren, räumte Iwan den Tatort auf und sammelte die Teile der Eisenfalle ein. Er runzelte die Stirn, als er die hochwertigen Fallen sah, die bewiesen, dass die Jäger gezielt Jagd auf seltene Tiere gemacht hatten. Iwan warf die Falle in seinen Rucksack und hatte vor, sie zu zerstören, wenn er nach Hause kam. Er blieb einen Moment stehen, atmete die kalte Luft tief ein und empfand eine unbeschreibliche Freude darüber, das Richtige getan zu haben. Am Himmel wirbelten und fielen noch immer Schneeflocken und füllten jeden Fußabdruck. Iwan verließ den Wald in Richtung des Blockhauses und hinterließ eine magische Wiedervereinigung zwischen Mensch und Natur. Von da an dachte Iwan jeden Abend vor dem Schlafengehen an die Schneeleoparden und betete dafür, dass sie in Frieden leben mögen. Er meditierte oft am Feuer und erinnerte sich an die dankbaren Augen der Leopardenmutter und ihres Kindes. Tief im Altegebirge erholte sich die Leopardenmutter allmählich und die Wunde an ihrem Hals heilte mit der Zeit.
Das Leopardenjunge übte weiterhin seine Jagdfähigkeiten und wurde nach diesem schrecklichen Vorfall widerstandsfähiger. Gelegentlich näherten sie sich dem Waldrand und beobachteten verstohlen Iwans Holzhaus. Obwohl sie es nicht wagten, zu nahe zu treten, erinnerten sie sich noch immer an seinen freundlichen Duft und seine warmen Hände. Iwan wusste, dass seine Ängste mit der Zeit vergehen würden und dass sie ihn vielleicht eines Tages wieder besuchen würden. Aber er verstand auch, dass der Platz des Schneeleoparden im majestätischen Altegebirge war, wo er frei und wild war. Es war die Erinnerung an die Rettung jenes Tages, die ihn und die Schneeleoparden verband und eine seltsame Verbindung zwischen Mensch und Natur schuf. Die Geschichte im Alte geht weiter und hinterlässt in den Herzen von Iwan und der Schneeleopardenmutter und ihrem Kind den Glauben an die Güte in der bitteren Kälte. Lieber Freund, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, das ganze Video anzuschauen. Vergessen Sie nicht, den Kanal zu liken und zu abonnieren, um uns zu unterstützen. Auf Wiedersehen und bis zu den nächsten Folgen.